Liebe werdende Mama, viele Mamas starten ins Wochenbett und wissen nicht genau, was sie erwartet. Außerdem gibt es einige Dinge, die man vor der Geburt selten von Freunden oder Bekannten erzählt bekommt. Und um diese Dinge geht es im heutigen Video. Ich bin Mama von 2 Kindern, ausgebildete Hypnobirthing- und Babymassage-Kursleiterin, Rückbildungstrainerin, Entspannungstrainerin und Wochenbettcoach. Schön, dass du mein Video anschaust. Auf diesem Kanal findest du jede Woche das wichtigste Wissen rund um Schwangerschaft und Muttersein. Wenn du neu hier bist, dann lohnt es sich zu abonnieren. Nach der Geburt beginnt das Wochenbett. Das klassische Wochenbett geht 6 bis 8 Wochen und ist vor allem beim ersten Baby etwas total Neues und eine Umstellung für die frisch gebackenen Eltern. Damit diese ersten Tage aber trotzdem entspannt und positiv in Erinnerung bleiben, kommen jetzt ein paar Dinge, die du wissen solltest, damit das um einiges besser klappt. Nummer 1. Deine Stimmungsschwankungen bleiben. Fast jede Schwangere kennt es bereits aus der Schwangerschaft. Stimmungsschwankungen. In der ersten Schwangerschaft hat man oftmals noch die Hoffnung, dass es nach der Geburt wieder besser wird es aber in der Regel erstmal nicht. Zumindest nicht direkt nach der Geburt, also in der Frühwochenbettzeit, die ersten 2 Wochen. Woran das liegt? Natürlich sind Hormone hier der Übeltäter, nämlich fehlende Hormone. Die Wohlfühlhormone, die deine Plazenta während der Schwangerschaft produziert hat. Am 3. Tag nach der Geburt sind alle Plazenta-Hormone vom Körper abgebaut worden. Das an sich wäre sicher ganz gut zu verkraften. Es kommen aber leider noch ein paar andere Dinge hinzu. Und zwar Schlafmangel, wunde Brustwarzen, Milcheinschuss und neue Herausforderungen mit einem kleinen Menschlein, an das man sich erst einmal gewöhnen muss, mit dem man sich erst einmal einspielen muss. In der Schwangerschaft machst du dir vielleicht bereits Gedanken zum Schlafmangel und überlegst dir, dass du auch aktuell nicht jede Nacht die empfohlenen 8 Stunden Schlaf bekommst. Nach der Geburt kommt aber noch hinzu, dass der kurze Schlaf nicht am Stück ist und der Körper also keine längeren Ruhephasen hat. Das schlaucht zusätzlich. Man fühlt sich morgens nicht ausgeruht. Zu all dem Körperlichen kommen dann auch noch die neuen seelischen Belastungen. Die ersten Tage und Wochen mit Baby in deiner neuen Mutterrolle können anstrengend und voller Zweifel sein. Dass hier und da ein paar Tränen fließen und man sich als frisch gebackene Mama überfordert fühlt, ist normal. Alles spielt sich mit der Zeit ein und wird einfacher. Wenn dir also nach Weinen zumute ist es das Beste, es einfach rauszulassen. Nummer 2. Stillen ist natürlich, aber nicht immer einfach. Stillen ist praktisch, kostenlos und immer verfügbar. Es ist die Methode, ein Baby zu ernähren, die von der Natur vorgesehen ist. Bei Menschen als auch im Tierreich. Statistisch gesehen können 95% aller Frauen stillen. Und erfreulicherweise entscheiden sich viele Mamas dafür, ihr Baby zu stillen. Trotzdem ist es leider nicht immer ganz so einfach, wie man sich das Stillen vorgestellt hat. Wenn das Baby zum Beispiel die Brustwarze nicht richtig greift, kann es passieren, dass die Brustwarze falsch belastet wird und wund wird. Es kommt zu Schmerzen beim Ansaugen. Außerdem ist es möglich, dass dein Baby in den ersten Tagen ein wenig müde und trinkfaul ist. Das kann gerade zu Beginn die Anregung des Milchflusses und generell die Milchbildung hemmen. Vor allem in den ersten Tagen nach der Geburt, mit all den anderen Dingen, die neu und anders sind, kann das Stillen zur Herausforderung werden und frustrieren. Denn Stillen muss gelernt werden, sowohl von der Mama als auch vom Baby. Es können Zweifel aufkommen und manchmal möchte man einfach aufgeben. Hier ist es wichtig, dass man dranbleibt, nicht aufgibt und seine Hebamme oder eine Stillberaterin bei Fragen und zur Anleitung hinzuzieht. Und du solltest dir immer wieder sagen, mein Körper und mein Baby wissen, wie Stillen funktioniert. Es ist genetisch verankert. Mit ein wenig Übung und Geduld schaffen wir das. Nummer 3. Eine Dammnaht kann anfangs wirklich stören. Manchmal dehnt der Damm sich während der Geburtsphase, wenn das Köpfchen geboren wird, nicht weit oder schnell genug und reißt ein wenig ein. Das heißt, er muss nach der Geburt genäht werden, damit er gut und ohne Probleme verheilen kann. Ein Dammriss braucht dann in der Regel zwischen 7 und 10 Tagen, um oberflächlich zu verheilen. Bis dahin kann es aber unangenehm sein zu sitzen oder auch zu laufen. Da man in den ersten Tagen nach der Geburt aber sowieso überwiegend liegen und sich erholen sollte, spürt man die Dammnaht meist nur beim Sitzen oder Laufen. Sitzen sollte man auch so weit wie möglich vermeiden. Wenn man doch mal sitzt, zum Beispiel zum Stillen oder um etwas zu essen, dann nicht im Schneidersitz oder auf einem Sitzring. Beides sorgt für einen großen Zug auf der Narbe und ist unangenehm und kontraproduktiv. Hält man das Wochenbett also so ein, wie es vorgesehen ist und liegt überwiegend im Bett
oder auf dem Sofa macht die Dammnaht keine großen Probleme und ist nur minimal störend. Nummer 4. Nachwehen können unangenehm sein. Wenn die Geburt vorbei ist, muss die Gebärmutter sich wieder verkleinern. Normalerweise ist sie so groß wie eine Birne. Das erfordert natürlich noch einmal Arbeit vom Körper. Arbeit im Sinne von Kontraktion. Nicht mehr so häufig und stark wie während der Geburt, aber stark genug, um die Gebärmutter zu unterstützen. Nach der Geburt, wenn der Körper dann noch ein wenig erschöpft ist von der Geburt an sich und er sich gerade an das Mama-Sein gewöhnt, können diese Nachwehen also wirklich unangenehm sein. Am stärksten sind sie beim Stillen. Beim Stillen produziert der Körper wieder Oxytocin und das sorgt dafür, dass die Gebärmutter sich zusammenzieht und schnell wieder ihre originale Größe erreicht. Hier kann es ganz hilfreich sein, sich während des Stillens auf sein Baby und die Atmung zu konzentrieren. Eine entspannte und gleichmäßige Atmung. Nach einigen Tagen bessert sich das Ganze dann und die Gebärmutter hat ihre ursprüngliche Größe zurück. Nummer 5. Der Wochenfluss ist anfangs ziemlich stark. Der Wochenfluss setzt nach der Geburt ein und hält 6 bis 8 Wochen an. Die ersten Tage nach der Geburt ist er ziemlich stark. Stärker, als man es von der monatlichen Regelblutung kennt. Für den Wochenfluss eignen sich also größere Vorlagen, als man sie normalerweise benutzt. Außerdem sollten sie nicht mit Plastik beschichtet sein, damit die Sauerstoffzirkulation nicht behindert wird. Meistens ist es in den ersten Tagen notwendig, dass man die Vorlagen alle paar Stunden wechselt. Natürlich aus hygienischen Gründen und weil sie relativ schnell vollgesaugt sind. Beim Stillen kann es immer wieder mal durch die etwas stärkeren Kontraktionen der Gebärmutter passieren, dass etwas mehr Blut fließt. Das ist aber nicht schlimm, sondern völlig normal. Die ersten Tage kann man daher auch 2 Vorlagen hintereinander in die Unterhose legen, für den besseren Halt ein Netzhöschen unter der Unterhose tragen und eine wasserfeste Unterlage auf die Matratze legen. Denn es kann immer mal passieren, dass die Vorlage doch nicht alles hält. Vor allem in den ersten Tagen. Mit genügend Vorlagen und Unterlagen ist man aber gut vorbereitet und ausgestattet. Es gibt also, wie du siehst, durchaus einige Dinge, die man vorbereiten sollte und auf die man sich mental einstellen sollte, um gut durch die ersten Tage nach der Geburt zu kommen. In Kombination mit den Endorphinen nach der Geburt und der Unterstützung deines Partners kann die erste Zeit nach der Geburt somit entspannt und unvergesslich werden. Um noch mehr Mamas auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen, gib diesem Video ein Like und teile es. Abonniere den Kanal und läute die Glocke, damit du kein neues Video mehr verpasst. Hier habe ich außerdem 2 weitere Videos, die auch für dich interessant sein könnten. Bis zum nächsten Video. Deine Marie.